Hallo, liebe Freunde der schönen Düfte. Das letzte Mal bei Wissenswertes rund um das Thema Duft ging es um antivirale und antibakterielle Düfte. Heute soll mein Thema die Frühjahrsmüdigkeit sein, was man dagegen tun kann und welche Rolle dabei unsere Reimaromdüfte spielen können. Viele kennen das. Gerade erst die Winterdepression überstanden und jetzt klopft die Frühjahrsmüdigkeit an. Es ist wahr, jedes Jahr im Frühling das gleiche Spiel. Die Natur erwacht, es wird wärmer, die Luft ist erfüllt mit betörendem Duft von Veilchen, Tulpen, Narzissen und Maiglöckchen und so weiter und verbreitet dabei noch die hier benannten Frühlingsgefühle. Doch bei einigen ist da noch überhaupt nichts von Gefühlen zu spüren, denn sie fühlen sich gerade jetzt zum Frühlingsanfang müde und schlapp. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum es diese Frühjahrsmüdigkeit überhaupt gibt und was man dagegen tun kann? Ja, erst einmal kann ich euch beruhigen, die Frühjahrsmüdigkeit mit all ihren Symptomen wie Schläfrigkeit am Tag, Schlafstörungen in der Nacht, Kreislaufprobleme oder Kopfschmerzen und so weiter, ist zum Glück keine Krankheit. Evolutionsbedingt läuft im Winter unser Körper in einer Art Sparmodus. Das kenne ich auch von meinen Fischen im Teich. Die verkriechen sich dann auch ganz in die Tiefe und fressen auch nicht und bewegen sich ganz langsam. Auch wir bewegen uns im Winter weniger an der frischen Luft. Die Tage sind kürzer und dadurch auch mehr Schlaf. Dazu kommt noch die Ernährung in der Winterzeit, auch bedingt durch die vielen Feiertage. Und die Mahlzeiten, die sind da eben oftmals viel üppiger als sonst und dazu vermehrt Süßes. Ich weiß, wovon ich rede. Jetzt, wo die Tage wieder länger werden, die Temperaturen steigen und die Sonne mehr Licht spendet, werden viele mehr und viel mehr Endorphine ausgeschüttet und noch so andere Hormone. In Verbindung mit mehr Bewegung und Aktivität führt dies zu einer erhöhten und auch schnelleren Erschöpfung. Auch die Umstellung auf die Sommerzeit macht manchen Menschen zu schaffen. Unser Körper muss sich erst wieder an die neuen Begebenheiten und psychologischen Prozesse, die im jahreszeitlichen Wechsel ablaufen, gewöhnen. Um die Winterträgheit und die Frühjahrsmüdigkeit zu überwinden, ist also viel Bewegung und viel Aufenthalt im Tageslicht notwendig. Dabei kurbelt das Sonnenlicht den Hormonhaushalt an. Ebenso helfen viel Vitamine und Mineralstoffe zu sich zu nehmen, also mehr Obst und Gemüse essen. Ein weiterer Tipp gegen die Frühjahrsmüdigkeit ist, das Wohlbefinden mit motivierenden und erfrischenden Reimaromdüften zu steigern. Wie ihr ja wisst, gelangen Gerüche ohne Umwege durch die Nase direkt ins Gehirn. Bestimmte Bereiche des Nervensystems werden stimuliert und die freigesetzten Glückshormone, die Endorphine, beeinflussen die Stimmung in Sekundenschnelle. Ich habe euch einmal ein paar empfehlenswerte ätherische Öle von Reimarom gegen die Frühjahrsmüdigkeit rausgesucht. Düfte also, welche den Geist und den Körper beleben. Das wären beispielsweise die Minze. Sie wirkt erfrischend und gedächtnisstärkend. Bei geistiger Erschöpfung wirkt sie befreiend und wohltuend, bei Erkältung und Migräne. Eukalyptus wirkt anregend, erfrischend und befreiend. Der Duft ist außerdem stark luftreinigend und antiseptisch. Daher wirkt Eukalyptus besonders wohltuend bei Heuschnupfen, Erkältung und Husten. Die Bergamotte, sie wirkt entkrampfend, stimmungsaufhellend und angstlösend, stärkt bei Stress, Erschöpfung und wirkt positiv auf die Kreativität. Zitronenöl wirkt erfrischend und belebend, hilft bei Schwächezuständen, Niedergeschlagenheit und Konzentrationsschwäche. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Auszug unserer ätherischen Öle gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Besonders empfehlen möchte ich unseren Frühlingsduft Spring Romance. Wie der Name schon verrät, eine harmonische Brise aus einem Mix der verschiedensten Frühblüher wie Maiglöckchen, Narzissen, Tulpen und Hyazinthe.
Also ein zarter Hauch von Rosenknospen rundet dabei diese grünblumige Duftkomposition ab. Dieser angenehme Duft schafft dabei ein fröhliches Frühlingsflair und das auch an trüben und wechselhaften Apriltagen. So, meine Freunde der schönen Düfte, das war mein Beitrag zum Thema Frühjahrsmüdigkeit. Beim nächsten Mal wird es um die gute Laune gehen und Düfte, ohne die kein Jahr beginnt. Und wie immer, solltet ihr noch Fragen zu diesem Thema haben, dann schreibt mir an die eingeblendete E-Mail-Adresse jens.reismann@duftmarketing.de. Ich beantworte eure Fragen sehr gern. Weitere Informationen zu unserer Duftliste und so weiter findet ihr auch im Internet unter www.duftmarketing.de. Und wie immer zum Schluss noch ein duftes Zitat, diesmal von Emanuel Geibel, einem deutschen Lyriker. Also, Frühling ist die schöne Jahreszeit, in der der Winterschlaf aufhört und die Frühjahrsmüdigkeit beginnt. In diesem Sinne verbleibe ich mit duften Grüßen aus Meerane, euer Jens.